Wenn ihr schon mal Shinsplints beim Laufen hattet, dann findet ihr das bestimmt auch genauso nervig wie ich. Und in diesem Video möchte ich euch die 4 Übungen zeigen, die mir am meisten geholfen haben, wieder ohne Shinsplints zu laufen. Die erste Übung ist wohl eine recht bekannte und auch genauso simple Übung, um die Waden zu stärken, die nämlich total wichtig sind, um Shinsplints vorzubeugen. Und zwar der Wadenheber. Und hier möchte ich euch ein paar Variationen dieser Übung vorstellen, die das ein bisschen abwechslungsreicher machen und auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Und die einfachste Variante ist der ganz simple Wadenheber ohne Zusatzgewicht. Und dafür braucht man irgendeine Art Erhöhung, also zum Beispiel so ein Stepboard, wo man sich raufstellen kann und erstmal die Fersen absenkt, die Knie leicht beugt und dann eben immer die Fersen anhebt. Und am besten hält man sich irgendwo fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und jetzt kann man die Übung so oft machen, bis man hier im hinteren Bereich der Wade eine Ermüdung spürt. Und mein Physiotherapeut hat mir damals gesagt, ich soll bis zu 200 Wiederholungen machen, um das zu spüren. Ja. Man kann diese Übung jetzt noch variieren, indem man die Wadenheber nur auf einer Seite macht. Und das ist insbesondere gut, um beide Seiten einzeln zu stärken, weil meistens ist eine Wade schwächer als die andere. Und wenn man das immer nur beidseitig macht, dann kompensiert meistens die stärkere Seite für die schwächere. Aber wenn man es einseitig macht, dann kann man eben beide Seiten getrennt voneinander auch richtig stärken. Und man kann dann auch noch ein Zusatzgewicht dazu nehmen. Das macht das Ganze eben noch ein bisschen herausfordernder. Und ich habe jetzt hier einfach mal 5 Kilo genommen. Dann hält man das Zusatzgewicht eben auf der Seite, wo man die Übung auch macht. Und dann macht man eben nur auf der einen Seite den Wadenheber und man merkt auch direkt, das ist total schwierig, da das Gleichgewicht zu halten. Spätestens da braucht man irgendwas zum Festhalten. Und was man auch noch machen kann, ist das Knie ein bisschen mehr beugen. Dadurch wird es auch noch ein bisschen schwieriger. Und dann eben die Übung mit gebeugten Knien machen. Und man sieht, wie mein Knie zittert, weil es total schwierig ist, mit gebeugten Knie und auf einer Seite nur den Wadenheber auszuführen. Aber dadurch merkt man auch direkt, dass die Muskeln da eben noch mehr gestärkt werden. Und die andere Möglichkeit, den Wadenheber noch ein bisschen zu variieren, ist, das mit einem Flossingband zu machen. Ein Flossingband ist speziell für das Flossing eben so ein elastisches Band. Das kann man sich im Internet bestellen. Das wickelt man dann um den entsprechenden Muskel, also in dem Fall einfach um die Wade rumwickeln, mit ziemlich viel Druck. Und dann merkt man auch direkt, dass die Wade da unter ganz viel Spannung ist und nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Aber das ist genau der Sinn der Übung. Man wickelt das so fest rum, dass es eben ein bisschen auch weh tut, wenn man die Übung macht. Und dann hinterher, nach ungefähr 2 Minuten, nimmt man das Band ab und sofort wird ganz, ganz viel Blut mit Nährstoffen in diesen Muskel, also in die Wade, gelenkt. Und dadurch stärkt der Muskel sich dann nochmal ganz besonders doll. Aber wichtig an der Stelle ist zu sagen, das Flossing darf man unter bestimmten Umständen nicht machen, zum Beispiel wenn man Probleme mit Bluthochdruck hat oder wenn man schwanger ist. Das heißt, man sollte das auf jeden Fall vielleicht einmal vorher mit dem Physiotherapeuten oder auch mit dem Arzt abklären, ob das für einen geeignet ist. Und dann nimmt man einfach das Flossingband oder seine Katze und wickelt das eben fest um die Wade herum. Und gerade bei Shinsplints kann man das so machen, dass man auf der Innenseite beim Schienbein mehr Druck macht. Also dass hier an der Innenseite immer ein bisschen doller noch zieht als außen. Und dann wickelt man das eben rum, bis man oben am Knie angekommen ist. So, das letzte Stück muss man hier immer ein bisschen so durchstecken, damit das Ganze dann auch fest ist. Und man merkt sofort, dass auch jetzt schon sehr viel mehr Druck auf der Wade ist. Man muss am Anfang ein bisschen gucken, wie lange man das macht. So ein guter Richtwert sind 2 Minuten. Viel länger hält man das eh nicht durch, weil es meistens schon ziemlich schnell anfängt, dann in der Wade zu brennen. Und jetzt kann man auch hier wieder den Wadenheber machen für ungefähr 30 Sekunden. Und dann kann man auch noch ein bisschen variieren mit der Übung, weil mit diesem Wadenheber man überwiegend den hinteren Teil der Wade trainiert. Man kann jetzt auch noch mal vorne an das Brett gehen und dann die Knie leicht beugen und die Fußspitzen absenken und hochziehen. So trainiert man dann vor allem auch den vorderen Bereich der Wade, der direkt am Schienbein liegt, der eben auch eine wichtige Rolle spielt, wenn man Shinsplints-Probleme hat. Und dann kann man immer so ein bisschen abwechseln,
auch mal wieder diese Übung machen. Und man merkt ziemlich schnell, wenn es anfängt zu brennen, durch dieses Flossingband. Wie gesagt, so ungefähr 2 Minuten halte ich das immer aus. Und dann nach 2 Minuten hat man auch direkt das Bedürfnis, dieses Band abzumachen. Und merkt sofort, wenn man es abmacht, dass da ganz viel Blut in die Wade kommt. Das ist dann echt ein erleichterndes Gefühl und man merkt, dass da sich wirklich was getan hat und die Wade dann gestärkt wird. Und das macht man dann eben auch nochmal auf der anderen Seite mit einer kurzen Pause dazwischen und dann kann man das auch nochmal auf beiden Seiten wiederholen. Die nächste Übung ist auch eine Übung, mit der man die Waden stärkt, aber eigentlich auch das gesamte Bein und vor allem auch die Gesäßmuskeln. Das ist eine ziemlich effektive Übung, die man meistens nicht viel länger als 30 Sekunden durchhält, wenn man damit anfängt. Dafür braucht man jetzt dieses Board nicht mehr, das können wir zur Seite legen, sondern man braucht nur noch die Matte und stellt sich erstmal in diese Split-Squat-Position und senkt einmal zum Boden ab. Und jetzt geht es darum, dass man gleichzeitig das hintere Knie anhebt und die vordere Ferse. Also so. Und da immer darauf achten, dass der Fuß ungefähr unter dem Knie ist und hier das Schienbein eben gerade ist. Und dann versucht man, das 30 Sekunden so auszuhalten. Und man merkt, dass eben die Wade stark beteiligt ist, aber sowohl auch das vordere und das hintere Knie und auch die Gesäßmuskeln. Also das ist eine ziemlich anstrengende Übung. Wenn man es noch ein bisschen schwieriger machen möchte, kann man sich auch noch ein Zusatzgewicht nehmen und das Zusatzgewicht um den Körper kreisen. Dann wird es noch ein bisschen schwieriger, da das Gleichgewicht zu halten, aber es ist auch eine ganz nette Ablenkung. Und das wiederholt man dann eben entsprechend auf der anderen Seite auch nochmal für 30 Sekunden. In der letzten Übung geht es darum, explizit die Muskeln in den Füßen zu stärken, die auch eine wichtige Rolle spielen, wenn man mal Shin-Splints-Probleme hatte. Und dafür brauchen wir als Hilfsmittel einen Stuhl und so ein Gymnastikband. Und man setzt sich dann einfach auf den Stuhl rauf und macht das Gymnastikband um die Fußspitzen herum. Und jetzt dreht man einen Fuß nach außen gegen den Widerstand von dem Band. Und wichtig ist dabei, dass das Knie halt gerade bleibt und man nicht so den ganzen Oberschenkel und das Knie mitnimmt, sondern man hält wirklich das Knie da, wo es ist und dreht den Fuß so nach außen. Und dann merkt man auch nach einer Weile, dass für diese Bewegung, also den Fuß nach außen zu führen, auch die Muskeln in der Wade eine wichtige Rolle spielen. Das merkt man dann, dass das brennt und das macht man dann eben auch nochmal auf der anderen Seite. So, und die nächste Übung, die man auch noch machen kann, die ist dann speziell wirklich für die Muskeln in den Füßen. Und da zieht man einfach quasi so den Zeh immer heran. Man kann das auch machen, dass man dann ein Handtuch unterlegt, wo man irgendwas noch rauflegt, dass man quasi dann versucht, das Objekt auf dem Handtuch so ranzuziehen. Dann wird es noch ein bisschen schwieriger. Und das macht man dann eben auch auf beiden Seiten. So, das waren die Übungen, die mir am meisten geholfen haben, um wieder Shin-Splints-Schmerzen loszuwerden und wieder regelmäßiger zu laufen ohne diese Schmerzen. Ich habe immer versucht, die Übung mindestens 2-mal in der Woche alle zu machen. Das hat immer so, wenn ich alle Übungen hintereinander gemacht habe, vielleicht 15 bis 20 Minuten gedauert. Das kann man ganz gut in den Alltag integrieren. Noch besser ist es, wenn man es noch öfter macht, also 3- oder 4-mal in der Woche. Dann ist man da eigentlich ganz gut gewappnet, um wieder ohne Shin-Splints zu laufen. Und was man auch machen kann, gerade wenn man vielleicht jetzt wegen dieser Shin-Splints eine längere Pause hatte und dann wieder ins Laufen einsteigen will, dass man die Übung in der leichten Variante, also die ohne Zusatzgewicht, so als Aufwärmübung macht, bevor man rausgeht und läuft, weil man dann explizit die Muskeln schon mal aktiviert, die man dann beim Laufen braucht und die sonst eigentlich zu schwach sind, wenn man Shin-Splints-Probleme hat. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr vielleicht schon mal Probleme auch mit einer anderen Laufverletzung oder mit Schmerzen beim Laufen hattet, dann könnte euch auch dieses Video gefallen, wo es um den Training as Treatment Ansatz geht, wo es eben genau darum geht, mit Schmerzen beim Laufen umzugehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.